Universal Design for Learning ist ein bewährtes Konzept für inklusive Lernumgebung. Es hilft uns, Barrieren im Lernprozess abzubauen. So erreichen wir alle Studierenden, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen. Stellen Sie sich vor, ein Hörsaal voller Studierender mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Einige haben zum Beispiel eine andere Muttersprache, manche haben eine Behinderung, manche haben noch Kinder zu betreuen oder in ihrem Nebenjob sind sie stark eingespannt. Universal Design for Learning, kurz UDL, bietet Werkzeuge, um dieser Vielfalt gerecht zu werden. UDL stammt ursprünglich aus den USA. Das Konzept überträgt Prinzipien der barrierefreien Architektur auf die Bildung. Die Grundidee ist ganz einfach. Wir gestalten Lehre von Anfang an für alle zugänglich. Nicht erst im Nachhinein durch spezielle Anpassungen. Denken Sie an eine Rampe am Gebäudeeingang. Sie hilft Rollstuhlfahrenden, aber auch Menschen mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck profitieren davon. Genauso funktioniert UDL im Lernkontext. Ein Beispiel. Sie erstellen ein Video für Ihre Vorlesung. Mit Untertiteln helfen Sie nicht nur Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Auch internationale Studierende oder Lernende in lauten Umgebungen profitieren davon. Das ist der Kern von UDL, Lösungen, die für alle nützlich sind. UDL basiert auf 3 Grundprinzipien. Diese leiten sich direkt aus der Hirnforschung ab. Unser Gehirn nutzt verschiedene Netzwerke zum Lernen. UDL spricht sie alle an. Das erste Prinzip betrifft die Motivation unserer Studierenden, das Warum des Lernens. Wir alle wissen, ohne Interesse kein effektives Lernen. Bieten Sie Wahlmöglichkeiten an. Lassen Sie Studierende zwischen verschiedenen Themen oder Aufgabenformaten wählen. Das fördert ihre Autonomie. Ein Beispiel. In einem Psychologieseminar können die Teilnehmenden zwischen verschiedenen Forschungsmethoden wählen, ganz nach ihren Interessen. Stellen Sie Bezüge zur Lebenswelt her. Verwenden Sie aktuelle Beispiele aus der Praxis. In einer BWL-Vorlesung könnten Sie aktuelle Unternehmenskrisen analysieren lassen. Das zeigt die Relevanz des Themas. Sorgen Sie für optimale Herausforderungen. Zu leichte Aufgaben langweilen. Zu schwere frustrieren. Bieten Sie gestufte Aufgaben an, vom Grundniveau bis zur Expertenaufgabe. So findet jede oder jeder seinen Einstieg. Das zweite Prinzip betrifft die Darstellung von Informationen, das Was des Lernens. Menschen nehmen Wissen unterschiedlich auf. Nutzen Sie verschiedene Medien, kombinieren Sie Texte mit Videos, Grafiken und Audioformaten. Ein Beispiel. In einer Geschichtsvorlesung zeigen Sie nicht nur Daten und Fakten. Sie spielen auch Zeitzeugenberichte ein und zeigen zum Beispiel historische Karten. Heben Sie Kernkonzepte hervor. Nicht alle Details sind gleich wichtig. In einer Mathematikvorlesung könnten Sie zentrale Formeln farblich markieren und in verschiedenen Anwendungskontexten zeigen. Bieten Sie Unterstützung beim Verständnis. Erklären Sie auch Fachbegriffe. Stellen Sie Glossare bereit. Visualisieren Sie komplexe Zusammenhänge, zum Beispiel durch Diagramme. In einer Biologievorlesung könnte ein 3D-Modell einer Zelle das Verständnis vertiefen. Besonders hilfreich auch für Sehbeeinträchtigte, die es dann ertasten können. Das dritte Prinzip betrifft die Art, wie Studierende Wissen zeigen können, das Wie des Lernens. Nicht alle können ihr Können auf die gleiche Weise demonstrieren. Erlauben Sie unterschiedliche Prüfungsformate, neben Klausuren zum Beispiel auch Präsentationen, Projekte oder Portfolios anbieten. In einem Literaturseminar könnten Studierende zwischen einer klassischen Hausarbeit, einem Podcast oder einer kreativen Interpretation wählen. Bieten Sie Orientierungshilfen, stellen Sie Beispiele, Checklisten und Bewertungskriterien zur Verfügung. Für eine Seminararbeit könnten Sie Musterarbeiten mit Kommentaren bereitstellen. Fördern Sie die Selbstreflexion. Regen Sie Studierende an, ihren Lernprozess bewusst wahrzunehmen und selbst zu steuern. Ein Lerntagebuch kann dabei helfen, Fortschritte sichtbar zu machen. In der universitären Lehre begegnen uns immer wieder Herausforderungen. UDL bietet auch hier hilfreiche Ansätze. Lassen Sie uns einige typische Problemsituationen und mögliche Lösungen dafür betrachten. Studierende bringen unterschiedliches Vorwissen mit. Bieten Sie optionale Grundlagenmaterialien an. Erstellen Sie kurze Erklärvideos zu Basiskonzepten. So können alle individuell aufholen. Ein Beispiel aus der Informatik. Vor dem Start eines Programmierkurses
stellen sie Tutorials zu grundlegenden Konzepten bereit. Fortgeschrittene können die natürlich überspringen. Anfängerinnen und Anfänger haben die Chance, Lücken zu schließen. Für Studierende mit Sehbeeinträchtigungen können sie barrierefreie Materialien mit Screenreader-Unterstützung anbieten. Davon profitieren übrigens auch alle, die Inhalte lieber hören als lesen. Internationale Studierende haben manchmal Schwierigkeiten mit einer Sprache. Verwenden Sie klare und prägnante Sprache. Stellen Sie Ihre Folien auch digital zur Verfügung und bieten Sie mehrsprachige Glossare an. Ein konkretes Beispiel. In einem wirtschaftswissenschaftlichen Seminar erstellen Sie ein Glossar mit Fachbegriffen in Deutsch und Englisch. Zusätzlich bieten Sie Musterlösungen für typische Aufgabenformate an. Diese Maßnahmen helfen nicht nur internationalen Studierenden, auch Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Lernenden, die Struktur brauchen, wird so der Zugang erleichtert. Manche Studierende benötigen mehr Zeit. Teilen Sie komplexe Aufgaben in Teilschritte auf. Setzen Sie realistische Fristen. Geben Sie frühzeitig Feedback zu Zwischenergebnissen. Ein Beispiel aus einer Soziologievorlesung. Die Seminararbeit wird in 3 Teilaufgaben aufgeteilt: Thesenpapier, Gliederung mit Literatur und Endversion. Nach jedem Schritt gibt es Feedback. Diese Struktur hilft allen Studierenden bei der Zeitplanung, ist aber besonders wertvoll für Menschen, zum Beispiel auch mit chronischen Erkrankungen oder Studierende mit Betreuungspflichten, die ihre Arbeitszeit ganz flexibel einteilen müssen. Nicht alle trauen sich, vor der Gruppe zu sprechen. Nutzen Sie digitale Tools für anonyme Beiträge. Arbeiten Sie mit Kleingruppen. Geben Sie Diskussionsfragen vorab bekannt. Ein Beispiel aus der Praxis. In einer Philosophievorlesung setzen Sie ein digitales Tool ein, mit dem alle anonym Fragen stellen können. Und diese werden dann auf einem Bildschirm angezeigt und gemeinsam diskutiert. Von solchen Methoden profitieren zurückhaltende Persönlichkeiten ebenso wie Studierende mit Angststörungen oder diejenigen, die durch eine Sprach- und Hörbeeinträchtigung in der direkten Kommunikation eingeschränkt sind. Lassen Sie uns UDL nun ganz konkret in Ihren Lehralltag integrieren. Mit 3 praktischen Schritten können Sie beginnen, Ihre Lehre inklusiver zu gestalten. Analysieren Sie Ihre Lehre. Wo könnten Barrieren bestehen? Welche Studierenden erreichen Sie möglicherweise nicht optimal? Fragen Sie gezielt nach Schwierigkeiten. Ein anonymes Feedback-Formular kann hierbei helfen. Fragen Sie, welche Elemente meiner Lehre sind besonders hilfreich und wo gibt es Hindernisse? Achten Sie besonders auf die Bedürfnisse von Studierenden mit Beeinträchtigungen, aber auch auf andere Diversitätsaspekte wie Mehrsprachigkeit oder unterschiedliche Lernvoraussetzungen. Starten Sie mit einfachen Anpassungen. Stellen Sie Ihre Materialien in verschiedenen Formaten bereit. Bieten Sie alternative Aufgabenformate an und führen Sie regelmäßige Feedbackrunden ein. Ein ganz konkreter Tipp. Beginnen Sie doch damit, Ihre Vorlesungsfolien barrierefrei zu gestalten. Achten Sie zum Beispiel auf ausreichenden Kontrast und ganz klare Strukturierungen. Stellen Sie sie vorab online zur Verfügung. Eine weitere, ganz einfache Maßnahme: Sprechen Sie beim Zeigen von visuellen Inhalten immer auch das aus, was zu sehen ist. Das hilft nicht nur blinden und sehbeeinträchtigten Studierenden, sondern schärft bei allen das Verständnis für das Gezeigte. Digitale Tools können UDL unterstützen. Lernplattformen bieten vielfältige Möglichkeiten. Videos können untertitelt werden. Texte können in Audio umgewandelt werden. Ein Beispiel. In Ihrem Moodle-Kurs bieten Sie Lesematerial sowohl als Text als auch als Audiodatei an. Und Studierende können dann das Format wählen, das zu ihrer Situation passt, etwa beim Pendeln mit der Bahn oder beim Sport. Text-to-Speech-Programme ermöglichen blinden Studierenden den Zugang zu schriftlichen Materialien. Aber auch Lernende mit Leseschwierigkeiten oder diejenigen, die Inhalte unterwegs konsumieren möchten, profitieren davon. Universal Design for Learning ist kein starres Regelwerk. Es ist eine Denkweise, eine Haltung, die Vielfalt als Bereicherung sieht. UDL erfordert anfangs vielleicht ein bisschen Planung, doch der Aufwand lohnt sich. Sie erreichen mehr Studierende und sie verbessern die Lernqualität, und zwar für alle. Denken Sie daran, gute Lehre ist wie eine gut geplante Stadt. Sie funktioniert für alle Menschen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen. Die 3 Prinzipien, erstens Engagement, zweitens Repräsentation und drittens Aktion und Ausdruck, bieten einen praktischen Rahmen.
Sie helfen Ihnen, Ihre Lehre systematisch inklusiver zu gestalten. Beginnen Sie mit kleinen Schritten. Die positiven Rückmeldungen Ihrer Studierenden werden Sie motivieren, weiterzumachen. Jede Barriere, die Sie abbauen, öffnet die Tür des Wissens für jemanden, der sonst vielleicht draußen geblieben wäre. Denken Sie daran, inklusive Lehre nützt nicht nur Studierenden mit Behinderungen. Sie verbessert das Lernerlebnis für wirklich alle. Jede und jeder Studierende hat unterschiedliche Bedürfnisse. UDL hilft uns, diese zu erkennen und darauf einzugehen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der Umsetzung von UDL in Ihrer Lehre. Weitere Videos und Infos finden Sie unter unipotsdam.de/digitale Barrierefreiheit.